Hallo und willkommen zurück zum Adventskalender. Heute am 20. Dezember und heute gibt es was Süßes, denn heute geht es um den Zucker. Zucker sind Kohlenhydrate, das heißt, sie bestehen aus Kohlenstoff, Wasserstoff und Sauerstoff. Und das, was wir im Alltag so als Zucker bezeichnen, das ist Saccharose, das ist ein bestimmter Zucker, das ist nämlich ein Disaccharid. Der besteht aus zwei Einzelzuckern, den Monosacchariden Glucose und Fructose. In vorherigen Folgen, da hatten wir schon öfters das Phänomen von Isomeren. Das sind Stoffe, die die gleiche Summenformel haben, also aus den gleichen Atomen bestehen, aber verschieden zusammengesetzt sind und verschiedene Strukturen haben. Die Zucker, die können das mit den Isomeren wirklich sehr gut und das schauen wir uns jetzt mal genauer an. Zucker bestehen aus Kohlenstoffketten mit 5 oder 6 Kohlenstoffen dran. Nehmen wir mal die mit 6 als Beispiel. Die Summenformel ist C6H12O6. Leider habe ich nicht genug rote Sauerstoffatome in meinem Chemiebaukasten, darum habe ich hier 2 blaue zweckentfremdet. Stellt euch die einfach mal als Sauerstoff vor. Das hier ist Glucose in Ringform und Zucker können sowohl als Ring und in linearer Form vorkommen. In wässriger Lösung sind sie meistens in Ringform, aber es ist einfacher, sie in der linearen Form anzuschauen. Ich baue den Ring mal auseinander. Es ist gar nicht so einfach, die Struktur gerade hinzulegen, weil die Bindungen zwischen den Atomen nicht platt sind. Aber um es einfacher zu machen, können wir es zweidimensional auf das Papier projizieren. Glucose hat 6 Kohlenstoffatome, oben eine Carbonsäure und Hydroxylgruppen und Wasserstoff. Bei Glucose sind die Atome so hier angeordnet. Dann gibt es noch 4 weitere Isomere, nämlich Galaktose, Mannose, Tallose, Gulose, Allose, Aldose und Idose. In der Natur kommen allerdings am meisten die oberen vor, Glucose, Galaktose und Mannose. Und was soll das mit dem D, fragt ihr euch jetzt? Das ist, weil jeder Zucker auch noch in der gespiegelten Version existiert, also als Stereoisomer. Es gibt also D-Glucose und es gibt auch L-Glucose, was die gespiegelte Form ist. D und L stehen für dexter, das ist lateinisch für rechts, und levus, das ist lateinisch für links. Und die D- und L-Isomere sind also voneinander gespiegelt, genau wie eure rechte und eure linke Hand gespiegelt sind. In der Natur, da kommen die Zucker als D-Isomere viel häufiger vor und das liegt daran, dass die Enzyme, die sie bauen, Stereochemie können. Und das ist recht fantastisch, denn das können Chemiker im Labor nicht. Wenn die einen Stoff im Labor künstlich herstellen, dann kriegen die oft beide Stereoisomere und müssen dann hinterher die zwei mit nicht immer ganz einfachen Methoden versuchen voneinander zu trennen. Die Natur ist da den Chemikern schon einen Schritt voraus. Die machen immer genau das Isomer, was gerade gebraucht wird. Das war's für heute. Ich hoffe, ihr könnt noch viele leckere Weihnachtskekse mit Zuckerguss drauf essen. Ein paar Tage habt ihr ja noch, bis Weihnachten ist. Und wir sehen uns hoffentlich morgen wieder. Tschüss!